Felix. Ich bin bei der Netze kooperativer Student und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Guten Morgen. Viel später darf ich gar nicht losfahren. Ich bin Hannes Petermann. Ich bin Auszubildender als Elektroniker für Vertriebstechnik im Offshore-Bereich. Ich bin dafür da, mit meinen Arbeitskollegen diese Windkraftanlagen zu warten und instand zu halten, damit der Schuppen auch viele Jahre läuft. Hier im Unternehmen arbeite ich eigentlich jetzt schon so in der 3. Generation, sag ich mal. Also mein Opa hat hier schon gearbeitet, mein Vater arbeitet noch hier und jetzt habe ich eben angefangen. Ich bin der Wolfgang, bin der Vater von Lukas. Es war ja mal ein Zeitpunkt, wo ich jetzt gesagt habe, oh, man weiß nicht, wie es mit der Energieversorgung weitergeht. Aber inzwischen, auch durch die ganzen Neuerungen, denke ich, dass auch für die Jungen eine Zukunft ist im Unternehmen. Ja. Ich bin Selina, ich bin hier eine Auszubildende als Mechatronikerin und ich bin im 1. Lehrjahr. Die EnBW, die gehen auch viel auf die Azubis zu. Uns braucht man, ohne uns geht es irgendwann nicht mehr weiter. Man sagt auch oft, dass wir halt die Zukunft sind und das merkt man hier auch schon gut. Lukas, wo fahren wir denn gerade hin? Ja, wir fahren jetzt zum LK. Die einzige Herausforderung wird ganz klar nicht der Kohleausstieg sein, aber den Atomausstieg haben wir jetzt auch, sag ich mal, was das Abschalten betrifft, bisher gut geschafft. Ich heiße Julie, ich absolviere mein Studium im Bereich Strahlenschutz und ich sehe meine Aufgabe darin, den sicheren Rückbau der Kernkraftwerke voranzutreiben. Es kann momentan sein, dass wenn zu viele Elektroautos bzw. zu viele Ladestationen in einem Netz sind, dass das Netz überlastet. Also meine Aufgabe ist es, eine Überbrückungslösung zu konzipieren erstmal, bis dieser Netzausbau fertig ist. Es soll ein Ladekabel entwickelt werden, was den Ladevorgang steuert. Also Kolonne heißt eigentlich technischer Service. Die machen die ganzen Reparaturarbeiten und allgemein die richtigen handwerkerischen Arbeiten. Ich bin Hanne Wiederkehr. Wir fahren jetzt nach Rangeningen in ein Neubaugebiet und dort werden wir jetzt einen Bauanschluss machen. Ich bin Thomas Vierlos, ich bin Azubi bei der Netze BW. Es ist halt nicht alltäglich, dass jemand mit 32 eine neue Ausbildung anfängt. Bei der EnBW, denen ist es wirklich wichtig, den Menschen kennenzulernen und dem die Chance zu geben, egal welchen Hintergrund die haben, egal woher die kommen. Mein Name ist Hossein Sharifi und ich mache Ausbildung als Mechatroniker. Wo ich von Iran nach Deutschland geflohen bin, habe ich mich auch als Flüchtling hier angemeldet. Ausbildung ist richtig hilfreich für mich, weil ich auch auf einer Seite meine Sprache verbessern kann und andere Seite auch einen Beruf lerne. Ich sage persönlich, das ist eine sehr gute Chance für viele Leute, für sich dieses Leben verbessern. Ja, hier auf dem Kraftwerksgelände gibt es auch ein ziemliches Kontrastprogramm, nämlich nicht nur Kraftwerke, sondern auch einige Start-ups, die an innovativen Produkten rumtüfteln, hier im Innovationscampus. Das sind eigentlich die Herausforderungen für die Zukunft. Wir müssen einfach neue Netze ausbauen, die ganzen Netze größer bauen, damit mehr Strom fließen kann. Das ist halt nicht so der stereotypische Job für eine Frau. Ich meine, klar, es fallen halt mal dumme Sprüche. Mädchen gehören in die Küche. Aber ich kenne ja jetzt auch mehrere Azubis an anderen Standorten, wo auch Mädchen dabei sind. Also der Wandel kommt auf jeden Fall. Ich bin Sibylle, ich arbeite bei der EnBW in Hamburg, mache Projektcontrolling für Hohe See und Albatros. Ich habe mich für einen kaufmännischen Studiengang entschieden und dann wird es natürlich schwierig. Wo willst du da viel beitragen können zur Energiewende? Und deshalb habe ich gedacht, komm, möchte zur EnBW. Und das macht einfach Spaß, da ein bisschen die Energiewende zu rocken. Also ich bin mega stolz, dass ich bei der Netze BW dabei bin. Ja, wie so Paradies, würde ich mal behaupten. Ich freue mich auf jeden Arbeitstag. Top-Arbeitgeber. Man schon viel Wert hier im Unternehmen. Aber wenn man diese Chance bekommt, wie ich habe Glück gehabt, ja. Was zu generieren, was dem Unternehmen wirklich weiterhilft, macht mich extrem stolz. Es ist eine sehr harte Arbeit, aber es lohnt sich halt einfach, um die Welt grüner zu machen.